Zweite Szene. Eine Straße. Die in Designeranzügen gekleideten Jules und Vincent fahren auf E-Scootern nebeneinander her, als sich Vincent hinter Jules zurückfallen lässt. Ey, du Kulturbeutelbesitzer, hör auf, mir im Windschatten zu fahren. Wie heißt sie denn nun? Wie heißt wer? Marcellus Wallace Neue. Mia. Mia. Und wie hat er sie kennengelernt? Sie hat wohl einem Piloten übel mitgespielt. Einem Piloten? Du meinst die erste Folge von Fernsehserien, wo sie dann auf Grundlage der Einschaltquote entscheiden, ob sie weitere Folgen drehen oder nicht. Und da hat sie wohl übel gespielt, oder was? Nein, Mann. Ich sagte, sie hat einem Piloten übel mitgespielt. Und zwar an einem Flugzeug. Soweit ich weiß, wollte sie selbst mal ans Steuer. Und als der Pilot verneinte, hat sie ihm so lange die Finger in die Augen gedrückt, bis sie ihm zu den Ohren wieder rausgequollen sind. Das sagen zumindest die Leute. Ach so. Und was hat das mit Marcellus zu tun? Marcellus saß wohl unweit vom Cockpit und muss so beeindruckt gewesen sein, dass er sie direkt zur Frau genommen hat. Aha. Apropos Cockpick. Erinnerst du dich an Cristiano Ronaldo? Schwarze Haare, Waschbrettbauch, arrogante Attitüde. Du meinst den Fußballer? Nein, nicht den Fußballer. Ich meine den Chauffeur von Lionel Messi. Du verscheißerst mich doch. Lionel Messi? Das ist doch auch ein Fußballer. Klar, den meine ich aber nicht. Ich meine den kleinen Ganoven Lionel Messi. Den Schwippschwager stiefmütterlicherseits von Marcellus Betonanwischerin. Aber egal, mir geht's um Cristiano Ronaldo. Den Chauffeur? Den Chauffeur. Also, kennst du ihn nun oder nicht? Ja, glaub schon. Was ist mit ihm? Naja, Marcellus hat ihn wohl ziemlich durch die Mangel gedreht. Wie mir zu Ohren gekommen ist, ging es um Marcellus Wallace neue Frau. Na schön. Hat er mit ihr geschlafen? Nein, so schlimm nicht. Was dann? Er hat ihr ein Bild von seinem Penis geschickt. Cristiano Ronaldo hat Marcellus Wallace neuer Frau ein Penisbild geschickt? Mhm. Wie hat Marcellus reagiert? Hat ein paar Schläger zu ihm rübergeschickt. Die haben ihn zum Hühnerstall seines Bauernhofs geschleift, wo sie ihm die Eier einzeln abgeschossen haben. Also die seiner Hühner. Naja, das mit anzusehen muss wohl ein ziemlicher Schock für ihn gewesen sein. Jedenfalls hat er seit der Geschichte ein paar Oktaven zugelegt. Der Penner klingt jetzt wie eine beschissene Opernsängerin, wenn er seine Fritten bestellt. Ist ein verdammter Jammer. Jules und Vincent machen Halt vor einer Haustür. Hängt deine Piff-Paff im Holster? Das ist die Tür. Ja, das ist sie. Was sagt die Uhr? Exakt 7:22 Uhr. Nein, es ist einfach noch zu früh. Komm, wir gehen noch spazieren. Um das klarzustellen. Nur wer Cristiano Ronaldo Bilder von seinem Penis rumschickt, hat Marcellus noch lange nicht das Recht, seinen Hühnern die Eier abzuschießen und ihn wie eine Opernsängerin klingen zu lassen. Sowas tut man nicht. Ich finde auch nicht, dass es richtig ist. Und trotzdem finde ich, sollte man sich darüber im Klaren sein, was man anrichtet, wenn man Penisbilder verschickt. Ich meine, hast du dich mal in die Frauen hineinversetzt? Tagtäglich müssen die unzählige Schniepel ihrer männlichen Mitbürger in den Papierkorb schieben, damit ihr Laptop eine halbwegs ruckelfreie Performance hinlegt. Ich meine, was wollen die Penner damit bezwecken? Jeder weiß doch, wie ein Penis aussieht. Klar, aber vielleicht hat Cristiano Ronaldo einen besonders schönen. Und das will er den Frauen dann auch mitteilen, damit auch die Bescheid wissen, mit denen er vielleicht nie was haben wird. Ich denke, Cristiano Ronaldo hat einfach ein besonders großes Mitteilungsbedürfnis. Vielleicht. Aber wie bei jeder vernünftigen Konversation wäre es doch angebracht, ein bisschen ein Gespür dafür zu entwickeln, was dein Gegenüber überhaupt hören oder in dem Fall sehen will. So viel Empathie darf man doch haben. Ich meine, der Effekt verpufft doch auch, wenn niemand wirklich Lust hat, deinen Penis zu sehen. Weißt du es? Dass Marcellus Wallace Frau keine Lust hatte, Cristiano Ronaldos Penis zu sehen? Ich meine, jetzt mal Butter bei die Fische. Es kann durchaus sein, dass ich vielleicht selbst aus Versehen mal das ein oder andere Penisbild verschickt habe. Und weißt du was? Die Frauen lieben es. Ist das so? Ich schwöre, Mann. Ich meine, ich bin verheiratet und alles. Aber es fühlt sich einfach gut an, wenn dir wildfremde Frauen dafür danken, dass du ihnen deinen Penis geschickt hast. Kann ich vielleicht mal so ein Penisbild sehen? Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Ich werde doch keinem Mann ein Penisbild zeigen. Und wenn ich ganz lieb frage? Vergiss es, ich werde langsam sauer.
Du musst schon selbst wissen, wie du ihn am besten inszenierst. Na schön. Apropos Inszenierung. Ich war doch gerade in Paris. Weißt du, was ich dort gehört habe? Nein, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Angeblich spielen auch Worte eine Rolle, wenn es darum geht, seinen Penis ins rechte Licht zu rücken. Wenn du ständig über deinen Penis redest, wollen die Frauen auch irgendwann wissen, was tatsächlich dahinter steckt. Interessanter Punkt. Und weißt du, was ich noch gehört habe? Was denn? Weißt du, wie die einen Viertelmeter großen Penis in Paris nennen? Die nennen ihn nicht einen Viertelmeter großen Penis? Nein, Mann, die haben das metrische System. Die wissen gar nicht, was ein Viertelmeter ist. Wie nennen die ihn? Die nennen ihn Royal mit Eichelkäse. Royal mit Eichelkäse? So ist es. Und wie nennen die einen kleinen Penis? Ein kleiner Penis ist ein kleiner Penis, aber die nennen ihn Schlupfglied. Schlupfglied? Wie nennen die eine Vulva? Keine Ahnung, die wollten nur über ihre Penis reden. Na komm schon, wir können langsam loslegen. Jules und Vincent stellen sich wieder vor die Tür. Wie heißt sie doch mal? Wer? Na, die Augendrückerin. Marcellus Wallace Neue. Mia. Warum interessiert dich die Frau des großen Mannes so? Naja, Marcellus ist eine Weile unterwegs und hat mich gefragt, ob ich mich inzwischen um sie kümmern kann. Dich um sie kümmern? Nein, Mann, nur mit ihr ausgehen. Du weißt schon, ihr die Zeit vertreiben. Dafür sorgen, dass sie sich nicht einsam fühlt, niemanden unnötig provoziert und so weiter. Na, dann sorg am besten auch dafür, dass sie dein Schlupfglied nicht unnötig provoziert.